Ja, perfekt. Hi Bernd. Hallo, hi. Hi, mein Name ist Marc Herdiner. Genau, ich bin Student und habe heute die Ehre, dich interviewen zu dürfen. Freut mich sehr. Genau, vielleicht für unsere Zuhörer. Möchtest du dich kurz vorstellen? Ich bin Bernd von der Akademie der Deutschen Medien. Ich bin da schon seit ein paar Jahren Geschäftsführer. Ich sage jetzt nicht wie lange. Und genau, ich nehme mal an, das ist der Grund, wieso oder du mich interviewen möchtest. Genau, ja. Also wir wollen allgemein erfahrene Leute interviewen, kennenlernen, in Austausch kommen. Vielleicht mal so zu Beginn dachte ich mir, es wäre vielleicht interessant, dass du uns ein bisschen was über den Tag erzählst. Bist du eher Frühaufsteher, Langschläfer? Einfach, dass man so ein bisschen dich kennenlernt. Ja, also früher bin ich überhaupt nicht rausgekommen aus den Federn, aber mit dem Alter stehe ich immer früher auf. Okay. Also bei mir ist morgens wirklich so eine Zeit, wo ich was für mich machen kann. Da gehe ich so meinen Leidenschaften nach und so. Also ich lese zum Beispiel ganz gern und ich komme da meistens eigentlich nur morgens dazu. Okay, und Leidenschaften lesen, also die Morgen mit einer Seite in einem Buch oder Lektüre. Genau, ich bin noch klassischer Buchleser Okay. oder wieder zurückgekehrt. Und ja, also ich interessiere mich wirklich für Literatur. Habe das auch mal studiert früher. Okay. Außerdem mag ich auch noch Musik sehr gerne, unterschiedlichste Musikrichtungen. War das schon von deiner Kindheit an oder hat sich das Ja, erst ich würde gebildet? sagen, ja. Okay. Also Kunst, Literatur, Musik und so hat mich immer interessiert. Und weil du meintest, zurück zum Buch. Ja, weil man doch durch die digitalen Medien zum Teil sehr abgelenkt wird. Das sagen mir übrigens auch immer meine jungen Kolleginnen, wir haben so ein Trainee-System auch und die kommen auch meistens von der Uni dann. Und die sagen, dass sie sich gar nicht mehr so richtig konzentrieren können, also manche. Ja, Und ich finde, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass man, also wenn man sozusagen zu sehr oder exklusiv eben digitale Medien konsumiert, dass man dann das immer schwerer fällt, sich zu konzentrieren. Ja? das heißt, Auf längere Formen. Ne? das heißt, du würdest dann zustimmen, dass man sagt, diese ganzen Kurzvideos auf TikTok, die dann, weiß nicht, 30 Sekunden gehen, dass das eigentlich gar nicht fördernd ist, dass es die Konzentration ja zerstört und Die Frage ist halt, was ist der Sinn der Sache? Ne? Also es ist Ja. wahrscheinlich eher Unterhaltung und so ein Ja. Spaß und das bietet es ja schon. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht kein Medium, was jetzt irgendwie oder keine Form, die konzentrationsfördernd ist. Ja. Also das ist, glaube ich, sicher nicht. Ja. okay, interessant. Du wohnst hier in Ingolstadt, in München. In München, ja. Du wohnst ja in Genau. München, okay. Und wie bist du hierher gekommen heute? Mit der Straßenbahn, mit dem Fahrrad, mit dem Auto? Ich bin tatsächlich also mit dem Auto hergekommen. Ja, genau. Ich bin mit der Bahn hergekommen, darum war es eine lange Verspätung heute. Fährst du manchmal mit der Bahn? Ja, Okay. also habe ich auch meistens Verspätung. Ja. Okay, ja, dann wollte ich noch so ein bisschen in deine Kindheit schauen, deine Jugend. Vielleicht, wenn du so rückblickst, was war so die größte Veränderung, die du gemacht hast und vielleicht auch wieso? Die größte Veränderung, wann? Also in der Jugend oder? Also so in der Jugend, so Richtung Erwachsenwerden, vielleicht ist es so für die Zielgruppe interessant. Okay, das ist gar nicht so einfach zu sagen, aber also als ich angefangen habe nach dem Studium, da habe ich als Journalist angefangen, vor allem als Kulturjournalist und auch fast parallel als Verlagsberater. Also ich habe praktisch neue Titel gesucht für Verlage und hat mir auch alles Spaß gemacht. Und ich wäre dann beinahe also auch beim Medium gelandet, also bei einer Zeitschrift. Okay. Und das hat aber dann kurzfristig nicht geklappt, ja, weil die sich also für jemand anders dann, obwohl ich schon eine Zusage hatte, entschieden haben. Und dann habe ich mich entschlossen, das anders zu machen. Also dann bin ich eben in die Weiterbildung gegangen, habe sozusagen ein bisschen die Seiten gewechselt. Also das war natürlich schon so eine Entscheidung. Aber dieser ganze Bereich, war das schon eher von deiner Kindheit aus oder war das eher etwas Neues, was du Die ausprobieren Weiterbildung? Nee, das war wirklich neu. Also das war so eine Idee, also hat mich eine Freundin hingewiesen auf eine Stelle, die da ausgeschrieben war. Und ich fand das ganz attraktiv und dann habe ich mich beworben und fand es dann sehr interessant. wolltest? Okay. Also dachte, da habe ich möglicherweise mehr Freiheiten als vielleicht als Jungredakteur oder so. Ja. Ja, okay, kann ich mir vorstellen. Hast du aus dieser Zeit vielleicht so ein Learning, was du
mitgeben würdest? Ja, also was ich überhaupt gemerkt habe, dass es kommt natürlich darauf an, was du machst, ja. Aber eben nicht nur darauf, sondern es kommt auch darauf an, was du machen kannst. Also mir war es immer sehr wichtig, das habe ich dann auch gemerkt, dass ich also mich relativ frei entscheiden kann, dass ich also nicht, was weiß ich, mich mit 10 Leuten abstimmen muss und dass es also sehr kompliziert ist, Dinge zu tun. Mir macht es mehr Spaß, da mich mit wenigen Leuten abzusprechen, sinnvollen Plan zu machen und es umzusetzen. Also das ist Okay. so eine Sache, die ich einfach gelernt habe. Das wusste ich aber auch vorher nicht, dass Das mir heißt das so- Spaß machen würde. Ja. Das heißt dann so ein kleines Team eher. Kleines Team, genau, hängt da nicht nur von der Größe ab, aber es ist halt einfach so eine Freiheit haben oder die Freiheit haben, sozusagen Dinge selbst zu entscheiden Ja. und nicht nur in so einem System zu sein. Ja? Also wenn man im großen Konzern oder so arbeitet, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dann ja, gibt es halt zig Abstimmungsrunden und so weiter. Und manche Leute lieben das, manche Leute ein bisschen weniger. Ja. Dann vielleicht nochmal so zurück zu dir als Person. Wenn ich jetzt ganz spontan deine Eltern anrufen würde und mal so fragen würde, wie du dich aus ihrer Sicht entwickelt hast. Was glaubst du, würde jetzt zum Beispiel dein Dad antworten? Mein Dad, schwierig. Also der hätte, glaube ich, gerne gewollt, dass ich Ingenieur werde, weil er eben auch Ingenieur ist. Und diese Erwartung konnte ich leider nicht erfüllen. Und ja, ich glaube, dass der schon ganz ja, insgesamt zufrieden ist mit dem, was ich mache, aber grundsätzlich hat er sich ursprünglich was anderes vorgestellt. Ne? Okay, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das klassische Ingenieur. Ja. Du hast dann das Abitur quasi gemacht und hast dann direkt losgelegt. Ich habe studiert, genau. Ich habe also, das war ja damals noch Magister klassisch, habe ich Italienistik, Komparatistik und Neue Deutsche Literatur studiert. Okay. Kann man in der Kombination gar nicht mehr studieren heutzutage. Ja. Okay, ja, sollte man studieren oder hast du vielleicht ein Auslandsjahr gemacht? Habe ich auch gemacht. Also sagen wir so, für mich war Studieren ganz toll. Ich war nicht so der ganz tolle Schüler. Also das hat mir nur begrenzt Spaß gemacht. Also manche Fächer ja, andere nicht. Ne? Und deshalb war dann das Studium für mich die totale Befreiung. Es hat mir totalen Spaß gemacht. Und das war damals auch noch sehr viel mehr, sehr viel offener, als es heute ist. Heute ist es doch verschulter. Also ich habe mich da mit meiner Nichte vor kurzem mal an die Uni begeben, weil die wollte sich mal informieren über unterschiedliche Studiengänge. Und da war ich total überrascht, also wie wenig Varianten man jetzt da zur Verfügung hat inzwischen. Und damals bei uns war das so, dass man sich also aus einer Masse von Seminaren was auswählen konnte, also nach dem Grundstudium zumindest, und hatte also sehr viel Freiheit. Und das fand ich toll. Und ich war dann auch ein Jahr in Italien. Ich bin ja Halbitaliener, aber hier in München eben aufgewachsen. Und von dem her war das immer mein Plan gewesen, dann auch mal ein Jahr nach Italien zu gehen. Das war für mich auch total wichtig. Da war ich in Venedig. Und dann noch also 7 Monate in Venedig, dann da noch 3 Monate in Rom. Und das war für mich auch ein sehr prägendes Erlebnis. Also zum einen, weil ich so ein bisschen meine italienischen Seiten kennengelernt habe, die mir gar nicht so bewusst waren zum Teil. Ja. Also ich wurde auch sehr schnell integriert da so unter den Studenten. Und es sind auch natürlich sehr, sehr schöne Städte. Was war schöner, Venedig oder Rom? Schwer zu sagen. Also ich mag beide sehr gern, aber Venedig, da war ich ja länger, da hat man auch immer so ein Vorurteil, dass es nur eine Touristenstadt ist und das ist aber gar nicht der Fall. Die Venedig hatte also gemeinsam mit Padua eine ziemlich große Universität, da werden also praktisch mit allen Fakultäten und es gibt sehr viele Studenten. Also die stellen einen nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung dar, auch wenn sie meistens nicht ihr ganzes Leben bleiben, aber... Ja. Also es ist ziemlich gutes studentisches Leben einfach. Du hast dann quasi auch in Venedig studiert und das ganze Live-Feeling so miterlebt. Genau. Okay. Also für ein Jahr halt, ja. Was hat dich da so am meisten gecatcht? Gab es da irgendwas, was du gesagt hast, okay, das fände ich cool, wenn es hier auch gäbe oder... Also mich hat fasziniert zum einen, dass die sozialen Beziehungen anders sind als in Deutschland. Also jetzt nicht vollkommen anders, aber es gibt doch ein paar Unterschiede. Also wird man immer in jedem anderen Land merken, denke ich mal.
Und auch, dass du halt eine ganz andere Lebensweise hast, schon deshalb, weil es keine Autos gibt. Also du gehst eigentlich machst alles zu Fuß und du weißt dann mit einer Zeit, in 10 Minuten bin ich da, in einer halben Stunde habe ich die halbe Stadt durchquert, ja? Ja, Oder auch fast ja, die ganze. ja, Und man gewöhnt sich dann auch einen etwas schnelleren Gang an. okay. Daran erkennt man dann die Leute, die dort längere Zeit verbringen. Weil es ist immer länger mit dem Vaporetto zu fahren, das macht man auch mal gelegentlich, aber man ist schneller zu Fuß einfach. Ja. Und in Rom warst du dann quasi einfach nochmal, um dir die Stadt anzuschauen? Ja, also weil ich immer auch mal nach Rom wollte. Rom hatte für mich immer so den Mythos der ewigen Stadt. Und also man läuft da ja praktisch durch Geschichte und durch also unterschiedliche Relikte von Geschichte, wenn du so möchtest. Und man lebt aber da drin auch und ziemlich gut auch. Das hat mir auch immer sehr gut gefallen. Also ich habe da auch so ein Sprachdiplom noch gemacht. Ich wollte da so ein bestimmtes Diplom noch haben, aber das war eigentlich mehr so Nebensache. Eine gute Entschuldigung, um da hinzugehen. Was ist so das schönste Erlebnis, was du aus deiner Kindheit und aus deiner Jugend hast? Ist wirklich sehr schwer, zumal es schon ein bisschen länger her ist. Ich weiß gar nicht, ob es da so das eine Erlebnis gibt. Also was ich immer sehr gern mochte, waren die Urlaube am Meer. Also ich habe da eine große Liebe zum Meer entwickelt, auch zum Schwimmen und so. Das ist immer eine Sache, die mir auch geblieben ist. Hast du eine Lieblingsmannschaft, irgendeinen Lieblingssport? Also ich bin natürlich auch Fußballfan irgendwie. Ich muss gestehen, dass ich für den FC Bayern bin primär. Okay. Ich habe dann immer Probleme, wenn bei der Nationalmannschaft, wenn Deutschland gegen Italien spielt, da muss ich dann immer innerliche Kämpfe ausfechten. Ja. Ist nicht ganz so einfach. Das wechselt dann immer so ein bisschen. Bist du eher auf der Seite von den Stärkeren oder auf der Seite der Schwächeren? Kann man schwer sagen. Also das ist mir jetzt ein bisschen zu pauschal. Also das ist eher der Spielstil, ist das, was mich dann interessiert. Also Italien hat eine Zeit lang also einen viel eleganteren Fußball gespielt als Deutschland. Das hat sich so mit der Zeit ein bisschen relativiert. Aber da hat mir der italienische Fußball besser gefallen. Jetzt könnte ich das nicht mehr so eindeutig sagen. Okay. Jetzt stell dir mal vor, du wärst heute 20, würdest hier leben. Wie würde so ein Tag ausschauen? Würdest du etwas machen, was du früher nicht gemacht hast? Sehr interessante Frage. Also die Frage ist ja immer, wäre ich jetzt 20 mit dem Wissen von heute Genau. oder 20 mit dem Wissen, als ich 20 war? 20 mit dem Wissen von heute. Ja, also das wünscht man sich ja in gewisser Weise. Ne? Also wenn du mein Alter hast, dann denkt man da schon gelegentlich drüber nach, wie wäre es denn, wenn ich jetzt nochmal 20, 30 oder so wäre. Und dann hat man natürlich schon Ideen. Ja? Man wäre vielleicht manchmal, hätte man eine andere Entscheidung getroffen. Ja? Vielleicht deshalb, weil man gemerkt hat mit der Zeit, dass, was weiß ich, dass man bestimmte Dinge kann zum Beispiel, die man sich nicht zugetraut hat mit 20. Gibt es da sowas in deiner Richtung? Wahrscheinlich schon, da muss ich jetzt mal überlegen. Okay. Also ich glaube, man ist normalerweise halt einfach unsicherer mit 20, weil man nicht so recht weiß, was kann man und man hat auch nicht die Erfahrung und dann braucht man viel mehr Energie, um bestimmte Dinge zu tun. Und jetzt in meinem Alter würde ich mir dann nicht mehr so viel Gedanken machen, sondern ich würde es einfach machen und dann gucken, was passiert. Ja? Also natürlich kalkuliert ein bisschen, aber Okay. das geht halt nur, wenn du wenn du eine gewisse Erfahrung hast, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie du es selbst empfindest, aber ich würde das rückblickend so sehen. Ja, niemand sagt ja auch immer zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Unternehmen aufbaue oder in einen Sport viel Energie reinstecke oder eine Beziehung, wenn man eine Leidenschaft verfolgt, dann sollte man es möglichst jung machen, weil man da ja noch nicht an eine Familie zum Beispiel gebunden ist oder an Pflichten und da dann eben noch nicht so viel vielleicht zu verlieren hat. Würdest du dann dem eben zustimmen, oder? Grundsätzlich schon, ja. Und also ich glaube auch, dass es halt so bestimmte Typen gibt. Ja? Also zum Beispiel Menschen, die gerne Verantwortung tragen und Menschen, die nicht so gerne Verantwortung tragen.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele sagen, sie wollen gerne Verantwortung tragen. Wenn es aber zum Schwur kommt, dann ist es schnell zu Ende damit. Ja. Ja. Also ich habe gemerkt, dass ich das eigentlich ganz gerne tue. Und ich habe ja letztendlich auch ein Unternehmen aufgebaut. Also es war schon in der Grundstruktur vorhanden, aber war sehr klein seinerzeit. Wenn ich jetzt nochmal in dem Alter wäre, würde ich vielleicht ein eigenes Unternehmen auch gründen. Ja. Das hatte ich damals zum Beispiel auch schon mal überlegt, also im ganz anderen Bereich, aber habe es dann nicht gemacht. Okay, Also ich weine dem nicht nach, aber also weil es wahrscheinlich nicht das Richtige gewesen wäre als die Art des Unternehmens, aber also solche Sachen. okay, also mehr so im Business-Bereich dann was aufbauen. Ja. Also wenn du natürlich mich jetzt nach Lieben fragst, welche Frau hättest du vielleicht gerne Ja, geheiratet oder so, ja auch wenn du noch jetzt nicht gekommen. das andere gemacht hättest? Aber das sind ja immer so Sachen. Also man kann sich ja immer ganz unterschiedliche Lebenswege vorstellen. Das kann man ja auch in der Literatur nachvollziehen. Also man könnte es also in mancher Hinsicht komplett anderes Leben auch geführt haben. Wie stehst du denn zum Thema Work-Life-Balance? Also sagst du eher, ja, das ist mir wichtig, oder sagst du, boah, ich bin eher so der Durchpowern, viel Also Arbeit? sagen wir so meine Generation, die hat schon mehr oder musste mehr powern. Sind ja Babyboomer, also wir waren immer zu viel. Also man konnte nicht sagen, ich will das jetzt machen, sondern da waren schon 100 andere, die wollten das auch machen. Also damit hat man sich relativ schnell, oder daran hat man sich relativ schnell gewöhnen müssen, dass man da irgendwie sich immer durchbeißen muss. Aber ich glaube natürlich schon, dass Work-Life-Balance wichtig ist. Also wir haben zum Beispiel im Unternehmen so das Ziel, keine Überstunden zu produzieren, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und wir schaffen das auch. Also hängt halt sehr stark von guter Planung auch ab. Ja? Ja, Also wenn jetzt nicht komplett unerwartete Dinge passieren. okay. Also ich halte es schon für wichtig. Ja. Dann mal zurück wieder zu so deinem Alltag, deiner Einstellung. Außer Italien, in welches andere Land würdest du jetzt so vor den Flieger steigen und eine Woche Urlaub machen? Also gibt es ein paar Länder, die mir gut gefallen. Also Spanien vielleicht. Spanien war ich auch öfters in den letzten Jahren. Also ich mache gerne Städteurlaube auch. Also Sevilla gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Ja, also ist halt einfach eine Stadt mit sehr viel Tradition. Also ich mag ja Städte mit Geschichte. Ist natürlich Sevilla nicht die Ja. einzige Stadt in Spanien. Aber diese Vermischung jetzt auch von arabischen und spanischen Elementen finde ich da auch sehr, sehr reizvoll. Okay, wenn du jetzt nur mal sehr viel Zeit hättest, was würdest du dann jetzt nochmal machen? Also ich versuche schon mir immer Zeit, auch jetzt, also egal ob ich jetzt viel Zeit habe oder wenige, mir einfach wie soll ich sagen, Zeitfenster zu erarbeiten, wo ich das machen kann, was ich machen möchte. Also auch ungewöhnlichere Dinge, ja, mal irgendwo hinfahren, spontan oder so. Natürlich muss man, wenn man im Job ist, da irgendwie Kompromisse eingehen. Mir macht ja auch mein Job Spaß. Also ich sehe das jetzt nicht als verlorene Zeit an. Ja. Also mir macht es einfach auch Spaß, mit meinen Kollegen zu arbeiten. Ja? Aber so in die richtig exotische Richtung. Also wenn du jetzt nochmal die Zeit hättest, eine Sprache zu lernen, einen anderen Menschen besser Also kennenzulernen. ja, mir fällt gerade ein, was mich immer schon oder schon seit längerem gereizt hat, ist nach Japan zu fahren. Das habe ich bis jetzt nicht geschafft, weil da würde ich halt dann gerne länger als 2 Wochen bleiben. Ja. Und ich würde da auch gerne tiefer in die Kultur eintauchen, weil ich die japanische Kultur, also soweit ich sie kenne, von außen sozusagen einfach faszinierend finde. Okay, und die Sprache dann auch ein bisschen lernen? Also ich glaube, das ist nicht ganz realistisch, dass man wirklich Ja. Japanisch lernt, aber so ein paar Brocken würde ich mir dann schon zutrauen, ja. Okay, interessant. Ich bin auch Motorradfahrer und komme sehr selten zum Motorradfahren. Also da auch mal wieder eine längere Tour zu machen oder so, würde mich auch reizen. Ja. Was für ein Motorrad? Das ist eine BMW, also so eine alte 1150er. Und wenn du jetzt ein Buch über dein eigenes Leben nochmal schreiben müsstest, Uiuiui. was für einen Titel hätte es? Also wenn ich das in einem Satz sagen würde, dann würde ich sagen, man weiß nicht, wohin sich das Leben entwickelt. Im Rückblick hat das eine gewisse Logik. Das ist aber natürlich eine Zuschreibung im Nachhinein.
Okay, das heißt, Also das Leben ist immer wieder ein Weg, der sich immer, oder wo man immer zwei Möglichkeiten hat, der sich verzweigt und wo man jeweils neue Entscheidungen treffen muss und dann landet man irgendwo. ja, dann sind wir da wieder auch bei dem Punkt Entscheidungen treffen. Ja. Okay. Ja, welche Werte würdest du denn dann noch unseren Zuhörern mitgeben, die wichtig sind und welche vertretest du auch sehr stark? Ja, also ich glaube, man sollte authentisch sein, also sollte sich möglichst wenig verstellen. Also das kommt, früher oder später kommt es eh raus, wie man wirklich ist. Ja. Ich sage immer, man lernt sich nirgendwo so gut kennen, auch wie in der Arbeit oder auch im Studium, wenn man eng zusammenarbeitet, gemeinsam was vorbereitet. Und was ich auch für total wichtig halte, ist, dass man eben weniger Post, sondern dass man guckt, dass man feststellt, was kann man wirklich gut und was kann man nicht so gut. Also sich darüber bewusst zu werden, halte ich für extrem wichtig. Wenn man das schon mal weiß, dann hat man fast schon die Hälfte gewonnen. Wann ungefähr lernt man sich dann so kennen? In welchem Alter? Das ist ganz unterschiedlich. Also manche Leute haben dann eine erstaunlich gute Selbsterkenntnis. Manche merken es erst sehr spät, also durch immer wieder auf die Nase fallen zum Beispiel. Wie war es dann bei dir? Unterschiedlich. Okay. Also ich glaube, niemand kennt sich perfekt oder so, sondern ein paar Mal auf die Nase fallen ist schon auch wichtig. Man lernt immer wieder dazu. Genau. Okay, super, hat mich gefreut. Mich auch. Danke fürs Kommen. Sehr gerne.